Rohfutter für Katzen ist eines der umstrittensten Themen in der Katzenernährung. Die einen sagen, seit dem Umstieg ist meine Katze gesünder, schlanker, wacher und vitaler. Die anderen hören nur das Wort Rohfutter und denken sofort an Bakterien, Parasiten, gefährliches Fleisch und hohe Tierarztrechnungen. Was passiert also wirklich, wenn du deiner Katze Rohfutter gibst? Die ehrliche Antwort ist komplizierter, als viele erwarten. Denn biologisch ist die Katze dafür gemacht, Beute roh zu fressen. Aber das moderne Leben in der Wohnung verändert fast alles. Und genau zwischen diesen beiden Wahrheiten liegt die eigentliche Antwort. Katzen sind obligate Karnivoren. Das bedeutet, ihr Körper ist auf tierisches Gewebe ausgerichtet. Nicht auf große Mengen Stärke, nicht auf getreidelastige Mahlzeiten und auch nicht auf eine Ernährung, die sich stark an menschlichen Essgewohnheiten orientiert. In freier Natur würde eine Katze Beute fressen, die aus Muskelfleisch, Organen, Fett, Feuchtigkeit, Mineralstoffen und Bindegewebe besteht. Eine Maus ist nicht trocken, ein Vogel ist nicht gekocht und ein Kaninchen kommt nicht als braune, knusprige Pellets daher. Aus rein biologischer Sicht ist rohe Beute also tatsächlich sehr nah an dem, worauf der Katzenkörper ursprünglich ausgelegt wurde. Genau deshalb wirkt Rohfütterung für viele Katzenhalter so logisch. Viele schauen auf modernes Trockenfutter und stellen eine einfache Frage. Wenn Katzen sich über sehr lange Zeit mit feuchter Beute entwickelt haben, warum füttern wir dann so oft stark verarbeitetes, trockenes Futter? Und ganz ehrlich, diese Frage ist nicht absurd. Katzen brauchen viel tierisches Protein und Fett. Sie gehen mit Kohlenhydraten anders um als wir. Und sie haben oft ein schwaches Durstgefühl. Genau dieser Punkt ist besonders wichtig. Denn Beutetiere liefern nicht nur Nährstoffe, sondern auch Wasser. Und wenn manche Halter von Trockenfutter auf ein gut zusammengestelltes Rohfutter umsteigen, beobachten sie deshalb manchmal recht schnell Veränderungen. Manche Katzen nehmen mehr Feuchtigkeit über das Futter auf, manche wirken satter, manche haben kleinere Kotmengen, manche wirken etwas stabiler im Gewicht oder bekommen ein schöneres Fell. Das ist der Teil der Rohfutterdebatte, der Menschen so überzeugt. Aber genau hier wird es gefährlich, wenn man zu schnell zu einfache Schlüsse zieht. Denn natürlich bedeutet nicht automatisch sicher. Auch das natürliche Leben einer wilden Katze ist nicht sicher. Es ist voller Parasiten, Verletzungen, Hunger, Infektionen und deutlich kürzerer Lebensspannen. Die eigentliche Frage ist also nicht, ist Rohfutter natürlich? Die eigentliche Frage ist, kann Rohfütterung in einem modernen Haushalt sicher und ernährungsphysiologisch korrekt umgesetzt werden? Und genau hier unterschätzen viele die Komplexität. Denn Rohfütterung bedeutet nicht einfach, rohes Hühnerfleisch in den Napf zu legen. Eine Katze braucht nicht einfach nur Fleisch, sie braucht eine ausgewogene Versorgung. Beutetiere bestehen nicht nur aus Muskelfleisch, sondern auch aus Organen, Mineralstoffen, Fett, Calcium und vielen weiteren Nährstoffen in einem bestimmten Verhältnis. Und genau daran scheitern viele selbstgemachte Rohfutterpläne. Manche füttern zu viel Muskelfleisch, andere zu viel Leber. Manche vergessen Calcium, andere erzeugen über längere Zeit Vitamin- oder Mineralstoffungleichgewichte. Das Tückische daran? Solche Fehler zeigen sich oft nicht sofort. Eine Katze kann über Wochen oder Monate unauffällig wirken, obwohl im Hintergrund bereits eine Unterversorgung entsteht. Und wenn Probleme sichtbar werden, denkt man oft nicht mehr an die Fütterung als Ursache. Deshalb sind Tierärzte bei zufälligen Internetrezepten so skeptisch. Gut geplante Rohfütterung ist viel anspruchsvoller, als sie online oft dargestellt wird. Und dann kommt der Punkt, über den am meisten gestritten wird: Bakterien. Sobald Menschen an rohes Fleisch denken, denken sie an Salmonellen, E. coli, Parasiten oder Verunreinigung. Und ja, dieses Risiko ist real. Die Verdauung von Katzen ist in mancher Hinsicht robuster als unsere. Der Magen ist stark sauer, der Darm ist kürzer und der Körper ist an tierische Nahrung angepasst. Aber robuster bedeutet nicht unverwundbar. Auch Katzen können durch belastetes Fleisch krank werden. Und im Haushalt können Menschen beim Lagern, Vorbereiten oder Reinigen ebenfalls mit Keimen in Kontakt kommen. Das ist besonders wichtig, wenn Kinder, ältere Menschen, schwangere oder immungeschwächte Personen im Haushalt leben. Darum sind Herkunft, Lagerung, Hygiene und sauberes Arbeiten bei Rohfütterung absolut entscheidend.
Und es gibt noch einen Punkt, den viele zu wenig beachten. Nicht jede Katze verträgt Rohfutter gleich gut. Manche reagieren mit Durchfall, manche mit Verstopfung, vor allem wenn zu knochenlastig gefüttert wird. Manche verweigern die Konsistenz komplett. Andere kommen mit plötzlichen Futterwechseln schlecht zurecht. Gerade ältere Katzen oder Tiere mit Vorerkrankungen brauchen oft eine deutlich vorsichtigere Herangehensweise. Und genau deshalb sollte Rohfütterung nie zu einer Art Glaubensfrage werden. Sie ist keine Ideologie, sie ist eine Fütterungsstrategie. Eine von mehreren möglichen. Das Internet liebt Extreme. Rohfutter heilt alles. Oder Rohfutter ist gefährlich und grundsätzlich falsch. Die Realität liegt wie so oft dazwischen. Eine sauber geplante, ausgewogene Rohfütterung kann für manche gesunde, erwachsene Katzen gut funktionieren. Eine schlecht geplante Rohfütterung kann dagegen überraschend schnell problematisch werden. Und ein hochwertiges Nassfutter kann einer schlecht umgesetzten Rohfütterung klar überlegen sein. Denn der Körper deiner Katze interessiert sich nicht für Ernährungstrends. Er reagiert auf Nährstoffe, Feuchtigkeit, Verträglichkeit, Sicherheit und Konstanz. Jetzt kommt ein Punkt, den viele fast automatisch glauben. Rohfutter reinigt die Zähne. Das klingt einleuchtend, ist aber nicht so einfach. Ja, Kauen kann in manchen Fällen mechanisch etwas an der Zahnoberfläche verändern. Aber harte Knochen können auch Zähne beschädigen. Und Zahngesundheit hängt nicht nur davon ab, ob etwas gekaut wird. Genetik, Entzündungen, Bakterienbeläge und individuelle Anfälligkeit spielen ebenfalls eine große Rolle. Rohfütterung ist also kein magischer Ersatz für echte Zahngesundheit oder tierärztliche Kontrolle. Und dann gibt es noch ein ganz praktisches Problem. Viele Katzen lassen sich nur schwer auf Rohfutter umstellen. Katzen prägen sich stark auf Geruch, Textur und Futterroutine. Eine Katze, die jahrelang Trockenfutter bekommen hat, erkennt rohes Futter manchmal nicht einmal als Nahrung. Wenn dann zu schnell umgestellt wird, scheitert der Wechsel oft nicht an der Idee, sondern am Tempo. Katzen brauchen langsame Übergänge, kleine Schritte, Geduld, Beobachtung. Denn wenn eine Katze zu lange nicht frisst, kann das schnell gefährlich werden. Und genau hier wird es spannend. Die wichtigste Frage ist am Ende nicht, ist Rohfutter gut oder schlecht? Die wichtigere Frage ist, passt diese Fütterung sicher und sinnvoll zu genau dieser Katze? Zu ihrem Alter, zu ihrer Gesundheit, zu ihrem Alltag und auch zu deinem Alltag. Denn das theoretisch beste Futter hilft nicht, wenn es zu Hause nicht sicher, konstant und sauber umsetzbar ist. Was passiert also wirklich, wenn du deiner Katze Rohfutter gibst? Manchmal Positives. Mehr Feuchtigkeit über das Futter, eine sehr beutenahe Zusammensetzung, möglicherweise kleinere Kotmengen und bei manchen Katzen eine gute Akzeptanz. Aber es gibt auch echte Risiken. Keimbelastung, Fehler in der Nährstoffzusammensetzung, ungeeignete DIY-Rezepte, Verdauungsprobleme, problematische Knochenanteile und unsichere Umstellungen. Rohfutter ist weder Zauberlösung noch automatisch Gift. Es ist eine Methode. Und wie gut oder wie riskant sie ist, hängt fast vollständig davon ab, wie klug sie umgesetzt wird. Wenn du nur eine Sache aus diesem Video mitnimmst, dann diese. Nicht das extremste Futter ist automatisch das Beste. Oft ist die ausgewogenste und sicherste Lösung die klügste. Wenn du Rohfutter gibst, schreib gern in die Kommentare, warum du dich dafür entschieden hast. Und wenn du es niemals ausprobieren würdest, interessiert mich genauso warum. Denn kaum ein Thema spaltet die Katzenwelt so sehr wie dieses. Und wenn du als nächstes verstehen willst, was wirklich passiert, wenn du deiner Katze Nassfutter gibst, dann schau dir jetzt dieses Video an.